Dieses Video ist für die Labora 2020 der Hans-Böckler-Stiftung hergestellt worden. Es soll aber darüber hinaus unser Anliegen eines nachhaltigen Wirtschaftens und einer sozialen Arbeit transportieren. Dieses Anliegen besteht im Wesentlichen darin, das Ganze der menschlichen Arbeit wieder in den Vordergrund zu rücken, sozusagen als helle Seite des Mondes darzustellen. Andersherum, wir werfen deshalb einen Blick auf die dunkle Seite des Mondes, um ihn wieder ganz sichtbar zu machen. Ein wichtiger Bereich gesellschaftlich notwendiger Reproduktionsarbeiten umfasst Care-Tätigkeiten. Gemeint sind Sorgetätigkeiten, die Tag ein, Tag aus und überall stattfinden. Kein Säugling, kein Kind kann in unsere Gesellschaft hineinwachsen, ohne die Sorgetätigkeiten der Eltern. Dies gilt ebenfalls für das Miteinander in Partnerschaften und insbesondere für die Unterstützung alternder Menschen. Kurzum, Care ist immer präsent. Care ist Arbeit. Charakteristisch für sie ist, dass es eine soziale und emotionale Beziehungsarbeit ist, die überwiegend von Frauen und nicht zu vergessen von migrantischen Arbeitskräften geleistet wird. Care gilt als eine typische Frauenarbeit. Aber ohne diese Arbeit ist eine gesellschaftliche Reproduktion der Menschen nicht denkbar. Zugespitzt formuliert, wertschöpfende Erwerbsarbeit und produktives Wirtschaften ist ohne reproduktive Care-Arbeit gar nicht möglich. Diese Arbeit ist mithin, neudeutsch gesprochen, in hohem Maße systemrelevant. Nur ein kleiner Teil dieser Tätigkeiten, nach Schätzungen etwa 1/3, wird als Erwerbsarbeit erbracht, von Erzieherinnen, Lehrerinnen oder Pflegekräften, die als Erwerbsarbeiterinnen mehr oder weniger angemessen bezahlt werden. Deren Arbeit findet in der Öffentlichkeit statt und ist gesellschaftlich wahrnehmbar. Der größte Teil der Care-Arbeit ist jedoch nicht sichtbar, weil diese Arbeit im Verborgenen stattfindet, meist in den eigenen 4 Wänden, also in den Haushalten. Sie ist unbezahlt, wird gering gewertschätzt und wird dennoch von uns allen selbstverständlich in Anspruch genommen. Sie wird gar idealisiert und damit moralisch überhöht, wird deshalb oft zu einer aufopfernden, selbstausbeuterischen Arbeit. Wenn wir über nachhaltige Arbeit nachdenken, ist es notwendig, das Ganze der Arbeit in den Blick zu nehmen. Nicht nur die bezahlte, sondern auch die nicht bezahlte, unsichtbare Care-Arbeit. Also gleichsam die dunkle Seite des Mondes. Durch die Corona-Pandemie ist das Dilemma der verdeckten Care-Arbeit deutlich geworden, weil durch die Schließung von Kitas, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen sowie Homeoffice die enormen Belastungen in vielen Haushalten deutlich wurden. Zivilgesellschaftliches Engagement ist unentgeltlich und freiwillig, gehört somit nicht zur Erwerbsarbeit und wird in den Debatten zur Zukunft der Arbeit selten beleuchtet. Bürgerschaftliches Engagement liegt dennoch in einem Spannungsverhältnis zur Erwerbsarbeit und orientiert sich seit der Jahrtausendwende stark an deren Prozesse und Strukturen, insbesondere im Sozial- und Sportbereich. Und doch besitzt zivilgesellschaftliches Engagement eine ganz eigene Logik und erfindet sich immer wieder neu. Warum eigentlich? Ganz einfach, weil Menschen mit einem gesellschaftlich relevanten Anliegen sich mit Gleichgesinnten engagieren. Manchmal entstehen daraus große Bewegungen, gut sichtbar wie Fridays for Future, oft aber auch verändern sie im Verborgenen als Graswurzelbewegung über Jahre hinweg die Strukturen der Gesellschaft. Im bürgerschaftlichen Engagement sind Selbstorganisation und Selbstermächtigung die Fundamente einer Teilhabe und Mitgestaltung an Entscheidungsprozessen. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn diese Logik aus der dunklen Seite des Mondes hervortritt.
Wenn wir über Erwerbsarbeit sprechen, dann ist als erstes dazu zu sagen, dass all die vorher genannten Anteile des Lebens und der Arbeit von Menschen während der Industrialisierung systematisch aus der Arbeitswelt bzw. eigentlich aus der Erwerbsarbeit ausgeschleust worden sind. Im Rahmen der digitalen Zusammenarbeit und der Diskussion um neue Arbeit oder auch nur um die Zukunft der Arbeit melden sie sich allerdings mit umso mehr Macht zurück. Plötzlich geht es in der Erwerbsarbeit nämlich wieder um Sinn, Beziehung und Erziehung, um Netzwerken, Anerkennung, Augenhöhe und nicht zuletzt eben auch um die Pflege von Angehörigen und der Familie. Die dunkle Seite des Mondes meldet sich zurück und wird sichtbar über die vielen Graswurzelbewegungen, die unterschiedliche Facetten daraus für die Erwerbsarbeit, vor allem aber als Bestandteil der Erwerbsarbeit, wieder einfordern. Einfordern in dem Sinne, dass sie wieder selbstverständlicher und letztlich auch bezahlter Bestandteil der Erwerbsarbeit werden. Mit anderen Worten, das Ganze der menschlichen Arbeit wird erst wieder dann anerkannt, wenn die dunkle und die helle Seite des Mondes vereinbart werden können. Mit diesem Video wollen wir dazu anregen, über die verschiedenen Positionen nachzudenken und gemeinsam mit uns zu überlegen, wie wir die dunkle Seite des Mondes lernend ausleuchten können. Wir wollen also gemeinsam überlegen, wie die dunkle Seite sozial und politisch sichtbar gemacht werden kann, damit sie auch in der Erwerbsarbeit wieder ihren entsprechenden Stellenwert bekommt. Das verstehen wir ausdrücklich auch als politischen Auftrag an die Unternehmen.